In der OneNote Desktop App könnt ihr Texte mit ein paar Klicks übersetzen, seitenweise oder einfach auch nur eine Auswahl. Dafür steht euch zum einen der integrierte Übersetzer zur Verfügung und zum anderen auch der plastische Reader. Der plastische Reader funktioniert auch in der Web-App und der kann euch den Text dann sogar in der fremden Sprache vorlesen. Aber seht selbst. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Wenn ihr also mit OneNote einen Text übersetzen wollt, dann wählt ihr aus dem Menü Überprüfen den Übersetzer. Da gibt es jetzt drei Möglichkeiten. Ich habe die mal ein bisschen ausprobiert. Ich sehe keinen Unterschied. Also wenn ihr ausgewählten Text übersetzen wählt, dann habt ihr dieselbe Darstellung, wie wenn ihr hier auf Übersetzen, Übersetzungshilfe geht und auch dann, wenn ihr auf Übersetzen, Sprache für die Übersetzung auswählen geht. Ich würde also immer eins davon wählen und dann weitermachen. Weitermachen heißt, zunächst mal ist hier eingestellt, dass wir jetzt eine Auswahl übersetzen. Das heißt, wenn ich jetzt etwas markiere, dann wird das hier übernommen und wird übersetzt. Und ich kann jetzt gezielt mit meinem Mauszeiger auf ein bestimmtes Wort gehen, sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Und dann kriege ich das weiter unten noch ein bisschen genauer erklärt. Die Sprache, aus der der Text kommt, also in diesem Fall Deutsch, die wird automatisch erkannt und ich würde sagen, bei den meisten Sprachen ist es tatsächlich gut, auch diese automatische Erkennung zu lassen. Nur wenn ihr mal nicht die Sprache vorgeschlagen kriegt, die passt, dann würde ich hier tatsächlich in die Sprache umstellen, die ihr konkret braucht. Wenn der Text jetzt so weit übersetzt ist und ihr wollt den hier in eurer OneNote-Seite haben, dann klickt ihr auf Einfügen und damit wird jetzt der deutsche Text ins Englische übertragen in eurer OneNote-Seite. Also nicht nur als Darstellung, sondern wirklich in der Seite. Und wenn ihr das jetzt rückgängig machen wollt, weil ihr euch vielleicht verklickt habt, dann müsst ihr nochmal in die Seite klicken, damit dort wieder der Fokus ist. Und dann könnt ihr zum Beispiel mit STRG Z oder auch hier oben über das Rückgängig-Symbol könnt ihr dann den Text wieder zurückstellen. Also nicht übersetzen, sondern es wird einfach der letzte Schritt rückgängig gemacht. Wenn ihr jetzt eine ganze Seite übersetzen wollt, dann wechselt ihr hier auf Seite. Ihr seht, auch da gibt es wieder automatische Erkennung und Übersetzen nach Deutsch will ich jetzt nicht, sondern ich will übersetzen ins Englische und dann klicke ich auf Übersetzen. Es dauert ganz ein bisschen, dann ist der Text ins Englische übersetzt und wenn man jetzt hier links drüben schaut, dann sieht man, dass die Seite, die auf Deutsch immer noch da ist, in eine neue Seite übersetzt worden ist und die wird als Unterseite angezeigt. Wenn ihr jetzt eine Seite übersetzen wollt, in der mehrere Sprachen sind, dann geht das auch. Ich rufe jetzt nochmal den Übersetzer auf, zum Beispiel Übersetzungshilfe und dann werde ich jetzt hier gefragt, wieder Auswahl oder Seite. Ich nehme die Seite, automatische Erkennung und ich möchte alles ins Englische übersetzen. Dann klicke ich auf Übersetzen. Es entsteht wieder diese Unterseite. Und jetzt muss man schon noch mal ein bisschen überprüfen, gerade wenn mehrere Sprachen drin sind, weil ihr seht zum Beispiel hier, da steht wunderbar Spanish, Arabic und dann steht da Not und Chinese. Und wenn ich mal in mein Original schaue, dann steht hier als Sprache Hindi. Also da ist auf jeden Fall was mit der Übersetzung schiefgegangen. Also überprüfen müsst ihr die Übersetzung auf jeden Fall noch. Was noch wichtig ist, ihr könnt diese Übersetzung nur durchführen, wenn ihr mit dem Internet verbunden seid. Ich habe hier mal ein Beispiel. Der Übersetzer, wenn ihr nicht mit dem Internet verbunden sind, der sagt, der Dienst ist nicht erreichbar. Ja, überprüfen Sie die Verbindung nochmal. Und es liegt daran, weil eure Daten für die Übersetzung zu Microsoft übertragen werden, dort übersetzt werden und zurück übertragen werden. Wenn ihr den Übersetzer das erste Mal aufruft unter OneNote, dann erscheint hier, wo wir den Übersetzer jetzt hatten, diese Meldung, wo genau das gesagt wird und ihr hier auch die Möglichkeit habt, auf die Datenschutzbestimmungen zu springen. Oft ist es aber so, da hat man irgendwann schon mal drauf geklickt und dann kommt das eben jetzt nicht mehr. Deshalb denkt dran, die Daten werden an Microsoft übertragen und ihr braucht eine Internetverbindung, um das durchzuführen. Jetzt hatte ich gesagt, es gibt noch eine zweite Möglichkeit zum Übersetzen. Ich gehe nochmal auf unsere
Einstiegsseite, und zwar den sogenannten plastischen Reader. Den findet ihr jetzt nicht unter Überprüfen, sondern unter Ansicht, und den gibt es hier als plastischen Reader. Der funktioniert in der Web-App von OneNote genauso. Ich klicke also auf den plastischen Reader und jetzt wird mir der Text speziell zum besseren Lesen dargestellt. Und hier kann man einige Einstellungen machen, zum Beispiel über die Leseeinstellungen hier über das Buch kann ich entscheiden, dass ich übersetzen möchte und in welche Sprache. Und ich kann hier entscheiden, ob Wortweise oder Dokument. Also Auswahl gibt es nicht, nur Wortweise oder Dokument. Ich nehme als erstes mal Wortweise. Und wenn ich jetzt hier auf ein Wort klicke, dann steht das Wort nochmal da und auch die Übersetzung ins Englische. Und wenn ich das Wort hören will, im Deutschen oder im Englischen, dann kann ich es mir hier vorlesen lassen. Wenn ich jetzt das Dokument übersetzen will, dann klicke ich hier auf Dokument und damit wird das ganze Dokument übersetzt. Ich kann hier nochmal sehen, auch die Wörter, ich kann die auch vorlesen lassen und ich kann jetzt hier unten auch den gesamten Text vorlesen lassen. Das hört man jetzt nicht so gut in der Aufnahme, aber die Stimme ist eigentlich recht passabel, also Native Speaker, zumindest im Englischen, kann man sich gut anhören. Der Unterschied jetzt hier ist, damit wird nicht der Text ins Deutsche übersetzt und ihr habt das nachher in einer OneNote-Seite auf Deutsch. Das geht hier im plastischen Reader nicht, weil der eigentlich nur zum Lesen oder zum Verstehen gedacht ist und nicht zum Übersetzen in eine andere Sprache und dann dort in der Sprache schriftlich haben. Da müsste man jetzt eben zum Beispiel schauen, ob man hier markiert, kopiert und Ähnliches macht. Also für ein konkretes Übersetzen in die andere Sprache, sodass ich den Text in der anderen Sprache dauerhaft habe, ist auf jeden Fall der Übersetzer die bessere Variante. Wenn dich das Übersetzen und das laut Vorlesen noch genauer interessiert, dazu habe ich schon ein paar Videos gemacht, und zwar zum einen, wie du mit Outlook E-Mails gut übersetzen kannst. Zum einen E-Mails, die du bekommst, aber auch E-Mails, die du verschickst, habe ich in der Infokarte verlinkt. Und dann noch ein Video, da geht es primär darum, wie du Native Speaker Stimmen einbinden kannst, auch in der Desktop-App. Und das habe ich am Beispiel von Word etwas genauer beschrieben. Also wenn dich das mehr interessiert, auch für OneNote, dann sind auch diese beiden anderen Videos dafür sehr hilfreich. Und was ist dein Favorit, der plastische Reader oder der Übersetzer? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare, ich bin da sehr neugierig. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Daumen hoch oder abonniere auch den Kanal. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.